So, hier haben wir noch mal was zur Raumakustik ein bisschen zu sagen, weil das jetzt nicht so die typische Form ist. Wir haben hier nämlich Glück gehabt mit dem Raum. Das ist so ein bisschen, also schräge Wände sind da. Und das ist immer ganz gut, weil da hat man nicht diese stehenden Wellen und dann löscht sich das nicht gegenseitig aus und oder wird verstärkt, die Raummoden. Das ist halt hier ein Vorteil. Und was halt auch sehr gut ist, das sind Holzböden und dahinter ist Dämmmaterial. Das heißt, dieser Holzboden wirkt eigentlich wie ein Plattenschwinger. Ein Plattenschwinger ist für Bassabsorption. Das heißt, die tiefen Frequenzen können damit auch noch im Zaum gehalten werden. Und das ist halt absolut ein sehr guter Vorteil für Aufnahmen, für die Raumakustik. Man hört es auch hier in dem Raum, wenn ich hier drin bin. Das liegt jetzt nicht nur an den Wänden, sondern wir haben natürlich jetzt auch hier ein paar Teppiche hin, weil das ist alles gefliest und das wären dann zu viele Reflexionen jetzt für die Drums gewesen. Deswegen habe ich gedacht, okay, müssen wir ein paar Teppiche mehr reintun. Und ganz entscheidend sind hier diese Wände. Also wir haben hier mobile Wände, mehrere im Einsatz, die kann man dann überall sich hinschieben. Das sind jetzt Wände, die arbeiten als Breitbandabsorber. Das heißt, über das ganze Frequenzspektrum wird alles abgedämpft und nicht nur irgendwie die Höhen oder die Tiefen, sondern gleichmäßig. Und die haben wir jetzt hier im Kreis halt umgestellt. Und ja, das hört man einfach, dass das dann, der Raum ist einfach kontrollierter und hat auch nicht mehr so viel Nachhall. So, und dann haben wir noch sogenannte Baffles. Das sind so kleinere Wände, die stelle ich immer ums Drumset. Da ist eine Seite weich, also eine Seite wie hier, und die andere Seite ist etwas härter. Da haben wir so eine Art Teppich haben wir da drauf und da sind die Reflexionen ein bisschen härter und das stelle ich dann um das Drumset herum, damit man, also so schräg vor dem Drumset, weil das wirkt einfach wie ein natürlicher Kompressor. Das heißt, ich habe die direkte Reflexion zurück ins Mikrofon, aber halt etwas dumpfer und das wirkt einfach wie eine natürliche Kompression. Und das wollten wir genau hier auch haben in diesem Song. Manchmal will man es ja offen haben und das dann quasi man ohne eine Dämpfung besonders viel Raum drauf hat, besonders viel offener Sound, ja. Aber hier war es jetzt gewünscht, dass wir das so enger machen. Ja, das sei nochmal hier dazu gesagt, zu dem Raum. Und dann gehen wir nochmal weiter in die Regie. Da gibt es auch noch was zu sagen. Und Aufnahmeraum 1 natürlich. Gehen wir weiter. Hier sind wir jetzt in unserem Aufnahmeraum 1. Das ist quasi unser Hauptaufnahmeraum, weil hier dann auch sehr viel Gesang aufgenommen wird. Oder Einzelinstrumente auch sehr viel. Und hier sind von den gleichen Breitbandabsorbern sehr viele drin. Und das gibt auch diesen natürlichen, trockenen Sound. Und was wichtig ist, ist, dass die Höhen hier noch durchkommen. Das heißt, man hört die S-Laute immer noch. Man kennt das ja, wenn man so Noppenschaumstoff hat. Das killt die Höhen eigentlich und dann klingt es so ein bisschen so, ja, wie wenn ich jetzt so rede. Und das kriegt man einfach später im Mix nicht mehr rein. Also das kriege ich auch mit der Konsole nicht mehr reingedreht, mit dem EQ, weil was nicht da ist, kann ich nicht reindrehen. Deswegen sollte man da tunlichst darauf achten, dass die Höhen einfach noch da sind und dass man das dann im Signal mit aufnimmt. Dann gehen wir rüber in die Regie und schauen mal, wie die Raumakustik da drüben ist. Jetzt sind wir in der kleinen, aber feinen Regie und hier ist die Raumakustik, sage ich mal, Mastering-tauglich. Das hat ein Raumakustiker genauestens ausgemessen. Das war sogar, kann ich an der Stelle empfehlen, die Firma Raumtonkonzept, Frank Platzek. Super Firma und die haben uns hier echt geholfen, den Raum richtig, den Frequenzgang. Ich glaube, plus minus 1 dB ist der Frequenzgang und das ist echt super. Da ist sehr viel Material hier verbaut. Das heißt, die Decke ist auch nochmal um
30, 40 Zentimeter abgehängt, deswegen wirkt es halt auch noch etwas kleiner, als es eigentlich ist. Die Raummaße sind auch sehr vorteilhaft, weil das nicht quadratisch ist, sondern genau in der Form, wo die Raummoden nicht so stören am Abhörplatz, und das ist sehr vorteilhaft. Und ja, deswegen ja, kann sich das dann super mischen lassen, weil es ist einfach ganz wichtig, dass man die Wahrheit hört. Das heißt, da muss man dann nicht ins Auto gehen und den Mix 100 Mal kontrollieren, ob jetzt da die Bassdrum zu laut war und so weiter. Wenn das alles stimmt vom Frequenzgang, dann ist man hier schon auf dem richtigen Weg und dann wird das auf 80% der Abhören funktionieren. Ob du es im Auto hörst oder irgendwo anders, wird das dann funktionieren. Ja, und sollte man auch am meisten investieren in die Raumakustik, das vergessen die meisten. Das ist einfach das Wichtigste. Erst muss der Raum stimmen, dann die Monitore, die Instrumente noch davor, bevor ich irgendwelche teure Technik hinten dran hänge, muss das erstmal stimmen, um ein gutes Ergebnis zu kriegen. Ja, hier sind wir an unserer großartigen SSL-Konsole, die ja einfach legendärer Sound. Was sehr schön ist an dieser Konsole ist, ich kann zwei Charakteristiken, und zwar von der I-Konsole und von der G-Konsole, kann ich beide Charakteristiken in dem EQ steuern. Das heißt, ich kann per Knopfdruck sagen, der EQ soll jetzt klingen wie die E-Series und der andere wie die G-Series. Und das ist halt einfach großartig aus zwei Ära von Konsolen, dass man das an einer steuern kann. Das ist einfach genial. Ich kann dann auch per Knopfdruck in die DAW gehen und dann ist es gleichzeitig auch ein DAW-Controller, der dann die Fader in der DAW steuert, und das ist einfach genial. Man kann dann 24 Analogkanäle kann man summieren mit allen Effekten, die aus der Konsole, die aus der DAW kommen, und wird dann am Ende auf dem Master Fader summiert. Und man kann natürlich dann auch den berühmten SSL-Buskompressor benutzen für alles. Und ja, was will man mehr, was das Herz begehrt. Wie gesagt, 24 Preamps sind schon drin, High-Class A, Preamps, SSL. Und Kompressoren hat man drin, die Channel-Kompressoren, Gate ist drin. Man hat 4 Returns, Stereo-Returns, wo man Parallelbearbeitung machen kann. Da haben wir dann auch immer pro Projekt immer eine etwas andere Schaltung, wie wir das dann machen. Das werde ich dann auch später erklären. Noch eine Besonderheit an der Konsole ist die interne Schaltung. Warum das Ganze dann auch so besonders ist und sich auch abhebt von jetzt rein, wenn die Signale nur in der DAW sind. Die SSL hat einfach, wie es funktioniert, kann ich gar nicht erklären, aber es ist so geschaltet, das klingt in sich schon dreidimensional. Das heißt, lege ich jetzt zum Beispiel 3 Snares übereinander auf einen Kanal, dann kann ich hören, dass sie sich voneinander abheben. Also ich kann unterscheiden, oh, das sind mehrere. Wenn ich das jetzt an der DAW mache, hört sich das mehr zweidimensional an, mehr flach. Und da kann man sich denken, man kann das wunderbar auch als Summierer benutzen. Man kann einen ganzen Mix auch in der DAW machen, komplett. Und legt es dann einfach auf die Konsole drauf und dann klingt es allein schon viel transparenter und viel dreidimensionaler und viel tiefer. Das ist allein auch schon ein Riesenvorteil. Dann die EQs, der Sound, der aus den EQs rauskommt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Höhen booste, ja, dann kommt das Signal raus aus den Lautsprechern, das kommt richtig nach vorne, man kann das spüren, man kann das hören. Und lege ich jetzt beispielsweise ein Plugin, auch von ähnlichen SSL-Nachbildungs-Plugin, sage ich mal, EQ, mache ich das bei dem, wird das Signal zwar heller, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, aber es kommt halt eben nicht raus. Bei der Konsole wird es einfach, bei dem Analogen wird es härter. Das Signal wird härter, das heißt, ich kann hier, bis der Arzt kommt, boosten. Und die Kickdrum wird härter, die Snare wird härter. Alles wird von Natur aus, ohne überhaupt einen Kompressor benutzt zu haben, schon wesentlich härter. Und man kann es einfach radikaler anfahren. Und weitere Vorteile von Analog ist zum Beispiel natürliches De-Essing. Das heißt, sind die S-Laute zu stark,
kann man ja einen De-Esser einsetzen. Man kann es aber auch mit einem Analogkompressor zum Beispiel. Es kommt erst das Signal, dann kommt das Signal in den Kompressor rein und ohne dass man irgendwas macht mit EQ, wird der Kompressor das Signal schon weicher machen. Das heißt, er nimmt die S-Laute, macht er schon ein bisschen weniger sibilant, sage ich mal. Und das ist ein Riesenvorteil. Also allein auch schon günstige Analogkompressoren können das, was ein Plugin einfach nicht kann. Und ein weiterer Vorteil ist, dieses Plugin, egal wo ich das aufmache auf der Welt, es wird überall gleich klingen. Eine Konsole und Analoggeräte klingen immer einen Ticken anders. Selbst auch kaufe ich dreimal den 1176 Kompressor, dann wird er dreimal ein bisschen unterschiedlich klingen. Und genau diese feinen Unterschiede, die da drin sind, die machen das Ganze ein bisschen offener, ein bisschen mehr, man hat das Gefühl, es bewegt sich was. Und das ist einfach genial. Wir arbeiten hier mit Farben. Das heißt, es ist wie bei Bob Ross, Joy of Painting. Jeder Kompressor, auch wenn er nicht komprimiert, sondern das Signal einfach nur durchläuft, macht eine bestimmte Farbe. Und daran können wir uns bedienen. Wir können also in einem Mix dann entscheiden, möchte ich einen, der mehr mittig klingt, möchte ich einen, der mehr Höhen hat oder einen besonderen Charakter hat, vielleicht ein bisschen Zerre hat, Obertöne kreiert, und das kann man einfach einsetzen dann und kann damit spielen. Also ich will jetzt auch nicht die Plugins schlecht machen, wir arbeiten selbstverständlich sehr viel auch mit Plugins und digitalen Geräten. Nur ist halt gerade bei so einer Live-Produktion wie jetzt, die wir jetzt hier machen mit der Band, da ist das Analoge einfach von Vorteil. Wenn ich jetzt eine reine Elektroproduktion mache oder eine moderne Hip-Hop-Produktion, dann gehe ich vielleicht mehr auf digitale Sachen, damit es ein bisschen knackiger ist. Analog ist eher ein bisschen runder. Ja? So kann man es ungefähr sagen, ein bisschen wärmer, ein bisschen runder, und man hat aber dafür mehr Tiefe, mehr Dreidimensionalität. Unsere Abhören hier sind auch was Besonderes. Das sind die Verdade 2 von Sky Audio. Das ist gebaut von dem Jürgen Lusky. Das ist ein Mastering-Engineer von Hofer College und ein guter Freund von uns. Und der hat diese Lautsprecher über Jahre selbst entwickelt, selbst gebaut, also immer wieder Teile ausgetauscht, sich aus der ganzen Welt Teile bestellt und dann mit seinen feinen Mastering-Ohren über Jahre immer die Teile ausgesucht, bis er genau irgendwann das gehört hat, was er hören will. Und ja, da hat er was Großartiges geschaffen und sehr präzise, diese Lautsprecher, und auch immer lustig ist. Die sind ja jetzt nicht gerade riesig, sage ich mal, sind schon groß, aber nicht riesig. Midfields würde ich sagen. Und das Lustige ist immer, die Leute, die dann das erste Mal hier abhören und ihre Songs hören, die gucken dann immer unten und suchen die ganze Zeit den Subwoofer. Das ist einfach so, wir haben keinen Sub hier drin. Die Lautsprecher geben den kompletten Frequenzbereich einfach, das ganze Spektrum einfach super wieder und eine super trockene, saubere Basswiedergabe. Die Membrane bewegen sich kaum. Einfach genial. Die stehen auch mittlerweile in vielen großen Mastering-Studios. Und es lohnt sich einfach, da mal beim Jürgen vorbeizuschauen. Der kommt mal vorbei, und jeder, der Interesse hat, da hilft er gerne, sich die Lautsprecher mal anzuhören. Es ist wirklich grandios. Kommen wir noch zum wichtigen Thema, der Kopfhörersound für die Band. Weil es ist einfach enorm wichtig, dass die Band sich wohlfühlt beim Aufnehmen. Das ist ganz wichtig für das Spielgefühl. Und hier haben wir eine geniale Software und eine geniale Hardware. Das ist jetzt der Klang 4 von der Firma Klang. Super geil, ist jetzt auch öfter auf großen Bühnen zu finden, weil gibt es ein paar Besonderheiten. Man kann einen 3D-Kopfhörersound machen. Das heißt, ich gehe hier jetzt drauf, kann hier zum Beispiel Vocals, Drums, Keys, kann einfach hier verändern, Stereo-Panorama, kann es nach hinten setzen. Machen wir jetzt hier mal zum Beispiel die Vocals. Genau, wenn jetzt ein Stereo-Effekt noch drauf wäre, sind die auch Stereo. Und kann dann sagen, hier, die sollen ein bisschen weiter nach vorne oder hinter mir klingen.
Das räumt einfach enorm auf. Wenn man jetzt bei der Aufnahme ist und hört alle Signale in der Mitte, dann hört man meistens nur einen Matsch und keiner hört sich so richtig raus. Das kann man hier halt wunderbar einstellen. Jeder kann sich das selbst einstellen, geht über iPads oder auch über Controller. Mittlerweile gibt es Controller von denen. Hier haben wir dann die Fader zur Übersicht. Kann sich jeder einfach seine Lautstärken regeln, extra Klickspur, alles Mögliche. Hier kann man sich das alles konfigurieren, wie man das haben will und welches Instrument wo ist. Brauche ich jetzt nicht ins kleinste Detail reinzugehen, das kann man sich ja dann angucken, aber es ist eine großartige Möglichkeit, vor allen Dingen. Das geht über ADAT, läuft über ADAT und wir nehmen von der Konsole direkt den Direct Out. Das heißt, das direkte Aufnahmesignal wird direkt zum Künstler übertragen, ohne Latenz. Das ist ja immer das Hauptthema mit dieser Latenz, dass man dann da irgendwie sich so ein bisschen phasig hört und ein bisschen Verzögerung und da muss man immer sich ein Bein ausreißen, die richtige Soundkarte finden, dass das dann funktioniert und das geht einfach wunderbar hier, indem wir das beim Direct Out abgreifen, das Signal, und der Künstler es ohne Latenz direkt hört und hört dann auch, ich habe hier nochmal einen extra SSL-Mix gemacht. Das heißt, er hört dann nochmal, die hören alle meinen Mix, den ich auf der Konsole habe, und jede EQ-Bewegung, jeden Kompressor, den ich dazu schalte, hören die direkt auf dem Kopfhörer. Oder ich kann hier Hall dazugeben, der natürlich nicht auf der Aufnahme dann mit drauf ist. Von meinem Outboard-Hall zum Beispiel, kann denen dann ein bisschen Feeling dazu mischen, dass es einfach einfacher ist aufzunehmen. Ja, das Ganze hat einfach unseren Workflow dramatisch verändert. Wir haben die Jahre davor alle möglichen Methoden gesucht. Wir haben das dann auch über die Konsole gemacht. Natürlich hat die Konsole auch ein Monitoring, was man damit machen kann. Nur da ich sehr viel mixe, da wir sehr viel produzieren und mixen, heißt, muss man ständig alles umstecken, umstellen, um dann wieder damit ich die Effekte wieder hier schalten kann. Und das hat mich einfach so genervt, dass ich gesagt habe, wir brauchen eine andere Lösung, wir brauchen eine unabhängige Lösung von der Konsole. Und außerdem, das mit dem 3D kann die Konsole so auch nicht, was hier der Kopfhörerverstärker kann. Das ist einfach, was heißt Kopfhörerverstärker? Ja, ist es ja auch. Verstärkt ja das Signal, kann dann nochmal plus 12 dB für lange Strecken gehen. Das heißt, meistens ist ja der Drummer, der sagt, lauter, 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 die Snare muss lauter. Dann kann man da nochmal 12 dB draufgeben. Da gibt es für jeden Ausgang einen Schalter. Also das sind insgesamt 5 Mixe, 5 separate Mixe, die ich rausgeben kann. Hier oben Drums, hier sieht man ja, das haben wir jetzt benannt wegen der Band. Und dann kann ich die hier oben wechseln und hat jeder seinen eigenen Mix. Ja, und dann kommt das einfach über so eine lange Strecke, ist halt ein bisschen Verlust drin, da wird es ein bisschen leiser und da kann man 12 dB drauf geben und dann hat man direkt wieder Power auf dem Kopfhörerverstärker, der bei uns hier in jedem Raum steht und ja, sich jeder seinen Mix machen kann, genau. Ja, auch noch eine Sache, die ich auf jeden Fall hier noch erwähnen wollte, weil die Band was ziemlich Cooles gemacht hat, und zwar, die haben schon Guidelines mitgebracht, Guidespuren. Da ist einmal schon hier Gesang drauf. Ich meine, es sind auch nur 3 Bandmitglieder und der Sänger will halt frei Gitarre spielen, ohne sich dann vom Gesang ablenken zu lassen. Das ist schon klar. Nur die haben das so einstudiert und haben auch hier schon die Klickspur mitgebracht, haben hier noch zusätzliche Gitarren mitgebracht, dass einfach das Feeling dann komplett drin ist, und die waren dann so einstudiert, dass das alles rund läuft. Das empfiehlt sich einfach so zu machen, weil man hat schon die komplette Struktur von einem Lied und der Vibe, der da drin ist, den die Band ja im Proberaum so gespielt hat, der wird dann nicht komplett neu gemacht, sondern der ist einfach schon da, so wie es ist. Und ja, das kann man dann einfach besser rüberbringen. Ich sitze hier und warte auf dich. Ich sitze hier und warte
doch du kommst nicht. Fang an zu träumen, wie es früher war. Doch nichts ist wie früher, denn du bist nicht mehr da. So viele Stunden zusammen verbracht, nächtelang gefeiert, es wurde viel gelacht. Ein dunkler Moment, ein Stich ins Herz, aus dem Leben gerissen, zurück bleibt nur der Schmerz. Das ist ein Lied für alle, die nicht mehr bei uns sind, die wir im Herzen tragen, weil sie uns heilig sind. Sie leben in uns weiter, doch wir vermissen sie. Das Schicksal ist ein Arschloch, doch es zwingt uns nicht in die Knie. Träume, du hättest sie gelebt, du wusstest, wo du hin willst und wie es weitergeht. Was würde ich dafür geben, dir noch einmal in die Augen zu sehen? Was würde ich dafür geben, die Zeit zurückzudrehen? Das ist ein Lied für alle, die nicht mehr bei uns sind, die wir im Herzen tragen, weil sie uns heilig sind. Sie leben in uns weiter, doch wir vermissen